Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Teil aus der Porträtreihe Porträt mit Bela. Teil 12, wenn ich mich nicht irre. Bela, 12 Teile schon, ganz schön viel, ne? Ja, sieht so aus. Also wir haben das Porträt jetzt ja schon umfassend behandelt. Vielleicht möchtest du noch mal in die ersten Teile hineinschauen. Da gibt es hier auf dem Kanal eine Playlist, die, wo findet man die, Bela? Verlinken wir die? Da oben links. Da oben rechts, die Playlist zum Porträtthema. 12 Teile, sehr ausführlich, wie ich finde. Und wenn man alle 12 Teile mitarbeitet, dann sollte man eigentlich jetzt schon ganz schön weit gekommen sein. Ein Thema, was uns wirklich noch fehlt, und das wurde auch sehr gewünscht hier von der Community, ist das Thema Falten. Bei mir ist ganz einfach, ich muss eigentlich nur in den Spiegel gucken, dann kann ich schon so ein paar Falten entdecken. Aber ich habe ein schönes Foto rausgesucht und nach dem werden wir heute ein altes oder sagen wir älteres Gesicht malen mit schönen, ausdrucksstarken Falten. Im Vorfeld möchte ich aber ein bisschen was zur grundsätzlichen Struktur der Falte, egal ob es eine Stofffalte ist oder eine Hautfalte, sagen. Bela, kannst du dir vorstellen, dass eine Falte durchaus etwas mit einer Kugel zu tun hat? Die Kugel haben wir hier übrigens in einem YouTube-Video in der Porträtreihe ausführlich behandelt. Ich empfehle dir wirklich, falls du das Video noch nicht kennst, guck es dir in der Vorbereitung auf dieses Video ruhig noch einmal an. Also, Kugeln und Falten haben etwas miteinander zu tun. Was könnte das sein? Ja, also wenn ich mich recht entsinne, beim Aquarellieren war es ja so, bei einer Kugel machst du einen kleinen Farbauftrag und dann löst du ihn weich zur einen Seite an, damit diese Dreidimensionalität entsteht. Und das brauchst du natürlich bei so einer Falte, brauchst du das ja wahrscheinlich auch. Da hast du ja auch eine starke Schattenseite, die zu einer Seite weich verblendet wird. Guck mich an. Ja, genau, so ist es. Eine starke Schattenseite. Und auf der anderen Seite ist sie wahrscheinlich hart. Ist ein harter Schatten? Nicht Also, immer, manchmal? Ich würde sagen, so richtig harte Kante haben wir eigentlich sehr selten. Es sei denn, wir haben eine sehr tiefe Falte, die dann einen Schlagschatten wirft auf die Haut. Und dieser Schlagschatten, der ist bläulicher und der kann manchmal hart umrandet sein oder hartkantig sein. Im Grunde genommen haben wir ja schon in unserem allerersten Video, glaube ich, festgestellt, dass wir kaum eine harte Kante im Gesicht haben. Alles ist weich. Und alles ist wie ein Gebirge mit Tälern und Höhen. Und je älter man wird, umso mehr Täler und Berge gibt es im Gesicht. Aber die sind eben weich und nicht hartkantig. Deswegen bei der Falte, so wie bei der Kugel, ganz wichtig, dass wir weiche Verblendungen hinbekommen. Sonst wird es nicht realistisch aussehen. Und der größte Fehler, den ich sehe, wenn mir Porträts gezeigt werden von meinen Schülern, ist, dass die Falten dargestellt werden mit einem Strich. Das ist einfach nicht richtig. Eine Falte ist nie darstellbar durch einen einfachen Strich. Deswegen wollen wir jetzt einmal hier auf ein Großformat gemeinsam gucken von unserem Motiv und wir analysieren mal hier so eine Falte. Wenn wir zum Beispiel diese Falte hier am Kinn uns einmal anschauen, das ist ja noch nicht die tiefste Falte, ne? Die ausdrucksstärksten Falten haben wir hier und auch in den Augen. Hier ist der typische Fall, dass wir keinen gleichmäßigen Strich haben. Siehst du das? Hier ist der Strich dunkler und auch dicker und da wird er dünner, weil da mehr Licht drauf fällt. Wo finden wir das noch? Bei welcher Falte können wir es noch besonders schön sagen? Zum Beispiel hier bei diesen Augenfalten. Ja? Dicker Strich, dünner Strich und die Falte läuft ganz häufig aus im Nichts. Und hier sehen wir schon, auch hier ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Wir sehen, wie subtil wir arbeiten müssen. Da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, der wirklich wichtig ist. Also der erste Punkt ist niemals einen einzelnen Strich machen, so funktioniert es nicht. Der zweite Punkt ist, dass die Falte auch wie alles im Gesicht Licht- und Schattensituationen unterworfen ist. Wir haben hier wieder ein sehr starkes, sonnenbeschiedenes Gesicht. Ich liebe es, solche Porträts zu malen, weil wir dann eben sehr eindrucksvolle Schlagschatten im Gesicht haben und auch Eigenschatten. Und wenn wir eine Lichtseite haben, das können wir hier oben an der Stirn gut sehen, dann gibt es eine Lichtkante, eine Falte, die kein Strich ist, sondern eine wohlmodellierte, abwechslungsreiche Fläche. Und hier drüben gibt es die Lichtkante nicht, die gibt es nur hier auf der linken Seite und drüben gibt es nochmal eine kleine Schattenseite. Das ist jetzt sehr kleinteilig betrachtet, aber zumindest hilft es uns nachher die Falten zu malen, auch wenn wir jetzt nicht jede Falte so ganz genau nachher malen werden. Das würde viel zu viel sein. Der
Wir malen das jetzt ja noch kleiner, als es hier auf dem Bildschirm Ja. ist. Kriegen wir das überhaupt hin, diese ganzen Details in so eine super kleine Falte reinzustecken? Eine gute Frage. Also wir müssen natürlich vereinfachen. Ja. Ich würde immer am Anfang jetzt erstmal blinzeln, können wir gemeinsam machen, ganz doll blinzeln, bis man kaum noch was sieht. Dann separieren sich hier ganz schöne dunkle Schattenformen, hier und hier, die dann hier in so Falten ausufern sozusagen. Ja? Das können wir dann schon, wenn wir den Schatten mal ein bisschen mit hier eintragen, würde ich aber ein bisschen weniger Farbe in den Pinsel nehmen. Dann werden wir uns natürlich hier drauf stürzen, auf diese, da sprechen wir gleich drüber, wie man die malen kann, diese große Schattenform hier. Und was du dann noch an kleinen Falten, die eben sein Leben ja quasi ausdrücken. Ja? Also ich glaube, diese Falten im Gesicht sind wahnsinnig individuell, je nachdem, wie ein Mensch jetzt hier jeden Tag vielleicht 20 Mal gelacht hat und die Augen dabei verzogen hat, bildet sich dann diese Falte. Also die ist wahnsinnig individuell und sorgt auch dann, wenn man die schön einträgt, die Falten, sorgt es eben auch für Ähnlichkeit. Also wenn man jetzt ein Porträt malen würde von jemandem, der einem lieb und teuer ist, dann wäre es schon wichtig, genau nach den Falten zu schauen. Ja? Bei uns jetzt vielleicht diese 3 würde ich mit versuchen zu malen, nachher auch ein paar Stirnfalten, aber nicht jede einzelne Falte. Das ist richtig, das schaffen wir nicht. Noch ein letzter Gedanke, Falten werden oft zu dunkel gemalt, ganz, ganz oft. Hier sehen wir natürlich eine große Dunkelheit, aber wenn wir uns das nochmal anschauen, ja, wenn du mal die Tonwertstufe identifizieren solltest, hier Bela, was würdest du sagen? Wenn wir sagen, das hier ist eine 2 oder eine 1,5, dann haben wir hier... Da ganz in der Mitte vielleicht eine 4? 4 fände ich schon fast zu viel, wobei ganz in der Mitte ist okay, aber die Falte an sich, also gerade hier, ich würde sie so anfangen mit einer 2,5 und dann kann man hier in der Mitte noch ein bisschen Farbe reinlaufen lassen. Okay. Aber hier ist es dann schon ordentlich Ja, dunkler. und da kommen wir auch gleich zu dieser, die ist ja sehr komplex hier in ihrer Form. Hier haben wir die kleine Kugel. Diese Kugel wirft einen Schlagschatten. Ne, das ist der Eigenschatten der Kugel hier. Also hier könnte man direkt eine Kugel einmalen in diese Falte. Ja. Sie wirft einen Schlagschatten. Sie hat einen kleinen Akzent hier innen drin. Den würde ich dunkler noch eintragen. Dann haben wir die Eigenfarbe der Wange. Also mit Rot malen wir diesen Eigenschatten dieser Wange. Und wenn du es ganz genau haben willst, kannst du hier noch eine kleine Lichtreflexion einmalen. Weil das Licht kommt hier auf die Haut, wird zurückgeschlagen und würde hier die Wange ein bisschen aufhellen. Bei so einer ganz tiefen Falte oder so einer wirklich eindrucksvollen Falte, weil er lächelt ja auch ein bisschen, dadurch zieht sich das noch ein bisschen nach oben, ist das schon eine sehr komplexe Sache, die wir versuchen dann im Aquarell auch noch mit wenigen Mitteln zu malen. Denn je mehr wir daran rumfriemeln, umso fester wird das Aquarell wieder werden. Also im besten Fall ein Strich für die Falte selbst, anlösen mit Eigenfarbe der Wange, Schlagschatten drunter setzen, solange wie das noch ein bisschen feucht ist und einen kleinen Akzent rein. Und dann, wenn es noch nass wäre, könnte man noch ganz schnell versuchen, mit einem kleinen Wisch hier die Lichtreflexion rauszuholen. Okay? Ja, versuchen klingt gut. Gut, das ist aber alles zweiter Farbauftrag. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Farbauftrag, wo wir einfach nur unsere hellen Farbtöne übers Gesicht legen. Wir können gut sehen, dass hier ein bisschen mehr Rot ist, hier ein bisschen mehr und da auch. In der Stirn sehen wir schön, ist ein bisschen mehr Orange. Das haben wir alles schon in anderen Folgen besprochen. Hier gibt es knöcherne Strukturen, die sind auch eher orange. Und da, wo viel Durchblutung ist im Gesicht, malen wir etwas mehr mit Rot. Die Skizzen haben wir heute schon vorbereitet, damit wir jetzt gleich mit dem Malen loslegen können. Skizze und auch das Referenzfoto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet, beziehungsweise können es sich selbst auf unserer Unterstützer-Steady-Seite herunterladen. Auf der Steady-Seite findet ihr auch alle Vorlagen und Skizzen zu den vorangegangenen Porträtfilmen. Wir arbeiten heute wieder mit unseren üblichen Farben, nicht mit der Andersch-Zorn-Palette. Wir machen den ersten Farbauftrag mit cadmiumfreiem Cadmiumrot, mit cadmiumfreiem Cadmiumorange und mit der Farbe Alizarin Karmesin. Und im zweiten Farbauftrag kommt dann noch das Kobaltblau für die schattigen Bereiche gemischt mit dem Rot dazu. Zu den Hauttönen haben wir auch schon ein Video gemacht in der Porträtreihe. Mit diesen Mischungen arbeiten wir heute auch. Okay, Bela, erster Farbauftrag. Wissen wir noch, viel Wasser muss in den Pinsel, ja, große Farbpfütze mit viel Wasser. In der Stirn eher orange und in dem weiteren Verlauf dann etwas rötlicher auf der Wange. Viel Wasser und der Pinsel kann wieder so ein bisschen drücken, sodass wir schon so eine kleine Marmorierung haben. Mehr Wasser dann, genau. Das Ohr, haben wir bei Andersch Zorn gelernt, kriegt einmal extra rot.
aber auch schön im hellen Bereich, das Ohr. Ja, dass nicht zu dunkel wird. Denk immer schön dran, dass du viel Wasser mit reinnimmst. Ja, was mache ich denn, wenn ich das schon... Dann einfach noch mal ein bisschen Wasser mit reintropfen lassen. Schau mal, was bei mir hier für ein Tropfen liegt Ja. und was bei dir da für ein armseliger Tropfen liegt. Eigentlich gar keiner. So, jetzt versuche ich noch in die Nase und in die Wangen ein bisschen mehr Rot reinzugeben. Oh, das war zu viel. Alizarin ist immer gefährlich hier. Das ist orange, man, das ist ein Simpson. Das macht nichts. Gehst du hier unten noch in den Hals? Ja, der Hals, immer auf dein Foto gucken, der geht hier unten ja noch weiter. Ja, den müssen wir nachher noch schön ausarbeiten. So, wenn man kann, kann man hier noch mal für weiche Ränder sorgen. Zu den Haaren hin, denn die müssen wir dann später noch anflicken. Das sieht nicht so schlecht aus. Ich finde nämlich, wenn man geföhnt hat, wird es ja immer heller. Vor allen Dingen, wenn wir mit so viel Wasser arbeiten. Und deswegen waren wir am Anfang ein bisschen erschrocken, wie rot bzw. gelb unsere Gesichter schon aussehen. Aber jetzt hat es sich durchs Föhnen doch wieder ganz schön vertan. Okay, dann föhnen wir jetzt nochmal, weil es muss wirklich ganz, ganz trocken sein. Und dann holen wir einmal tief Luft und dann kommt der zweite Farbauftrag. Jetzt starten wir gleich mit dem zweiten Farbauftrag. Und um uns nochmal klar zu machen, wie dunkel jetzt diese Schattenformen aufgetragen werden müssen, Bela, habe ich uns hier so ein kleines Guckloch hergelegt. Und wir blinzeln gemeinsam. Ja? Und wir sehen den Sprung von hier nach da. Und da siehst du, das ist schon enorm. Man sieht ja hier kaum noch Einzelheiten, weil es wirklich so dunkel ist. Ein bisschen dunkler wird es nachher hier innen drin noch im Auge. Hier sehen wir ganz schön jetzt mit diesem separierten kleinen Feld, dass das hier ein bisschen rötlicher ist und wärmer, ja, der Schatten, wo er hier ausläuft. Und hier innerhalb des Auges, weil er so tief innen drin ist, ist er ein bisschen bläulicher. Und auch hier haben wir wirklich, wenn wir wieder blinzeln, eine sehr, sehr dunkle Form. Okay, wir starten jetzt mit diesen 3 Formen. Einmal linkes Auge, rechtes Auge und die Sache unter der Nase. Ein bisschen lichter Ocker müssen wir uns noch herlegen für die Augenbrauen. Die Basismischung für schattige Hauttöne ist Kobaltblau mit cadmiumfreiem Cadmiumrot und ab und an kommt ein bisschen Orange mit dazu. Ja, das sieht aber gut aus. Kannst du auch so machen. Geht wahrscheinlich auch mit dem anderen Rot. So, hier füge ich schon mal so ein bisschen von dem Ocker mit an. So, und überall, wo du dann eine weiche Kante siehst, kannst du es ein bisschen anlösen mit Wasser. Kann man auch später machen. Und dann ziehe ich mit der Pinselspitze so ein paar Falten aus der noch feuchten Farbe wieder heraus. Okay, das war's schon. Okay, also meine Augen sind jetzt hier schon fertig. Ich gehe jetzt hier dann direkt weiter unter die Nase. Ja, Bela, das sieht schon gut aus. Ja. So, und da machen wir dann mit dem Rot, erinnerst du dich an unseren Nasenfilm? Mit dem Rot gehen wir hier an diese Sache lang und versuchen die Nase selbst noch ein bisschen. Und das Rot wird dann angelöst.
Ja, dann musste, ja, es ist passiert. Dann ist man zu wässrig gewesen. Dann vielleicht mit dem Föhn einmal ran und dann nochmal trocknen. Ja, und jetzt schön verblenden noch. Aber da geht es dann bergab, weil das sind irgendwie... Ja, also mit dem Verblenden, das war so, dass wir gesagt haben, du hast diese Linie hast du schon gemacht, ne? So. Und jetzt gehst du mit dem angefeuchteten und wieder leicht abgetrockneten Pinsel hier daneben und berührst das dann. Und da musst du ein bisschen drücken, guck mal so mit den Haaren, ein bisschen drücken die Haare, dass sie das hier so rumziehen. Also nicht nur mit der Spitze, weil dann läuft dir das Wasser rein. Also du ziehst sozusagen mit dem Pinselkörper wie so ein Schwamm, das ist gut. Genau. Und dein roter Strich war halt ein bisschen zu dünn, ja, aber das ist schon ganz gut. Okay, dann gehen wir weiter. Ich würde vorschlagen, weiter mit dem Mund. Da mache ich nur eine rote Markierung hier, Ja. dann das Dunkle darunter und die Unterlippe sehen wir fast nicht. Da reicht ein kleiner Schatten nachher Ist dann hier. nicht wieder erst das Dunkle und dann das Rot und das wieder Rot an? Gute Idee, erst das Dunkle. Und wahrscheinlich müssen wir das dann sogar noch mal ein bisschen nachdunkeln zum Schluss, weil diese Öffnung ist doch sehr, sehr dunkel. Ist noch dunkler als die Schattenfarbe, so sehe ich das zumindest. Ich habe meinen Schatten übrigens einmal vorher ein bisschen geföhnt. So, jetzt setzen wir die Spur Rot. Immer schön aufs Foto gucken, weil da ist die Form hier ganz schön zu sehen. Nach oben hin lösen wir an, weil wir haben gelernt, dass auch die Oberlippe weich in den Bereich über der Oberlippe hinein verläuft. Ja, also hier an dieser Stelle Oberlippe zum, wie nennt man das hier, Zwischenraum zwischen Mund und Nase, ist keine harte Kante. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal wirklich mit dem Pinsel rangehen und schön weich das oben verblenden. Ja, sieht man auf unserem Foto ganz toll, dass es nichts Hartkantiges ist. Hier, keine harte Kante. Okay. Erstaunlich ist immer wieder zu sehen, wie hell die Schattenform in den Augen erscheint, wenn man erstmal diesen Schatten der Nase gemalt hat. Geht dir das auch so? Das war am Anfang so dunkel gefühlt Ja. und jetzt ist es fast schon zu hell. Also das finde ich immer wieder erstaunlich, wie das Auge das macht, wenn es eben im Bild noch etwas Dunkles gibt oder vielleicht sogar etwas noch Dunkleres, wie dann sich das verschiebt. Sehr schön, Bela, das sieht toll aus bei dir. Eine schöne alte Nase ist das hier geworden, durch dieses Rot, was so ein bisschen verlaufen ist. Super. Jetzt brauchen wir wieder Mut. Jetzt versuchen wir uns mal an so einer schönen runden Falte. Ich male erst den Schlagschatten hier, wieder mit dem bläulichen, so wie wir es hier gemacht haben. Dann setze ich das Rot, verblende es. Wenn du es verblendest, kannst du es hier so ein bisschen im Halbkreis rumziehen, weil die Wange sich ja hier, ne, die wölbt sich ja da so raus. Also es kann verblendet werden bis da oben hin. Und dann setzen wir eventuell noch einen kleinen Akzent zwischen die beiden Farben. Und wenn wir dann noch Lust haben und es ergibt sich noch, holen wir noch was raus. Das kann man aber auch zum Schluss dann machen. Also wir starten wieder mit dem bläulich dominierten Schlagschatten. Bisschen Orange kann man mit reinnehmen, dann wird es eher grünlich. Und das ist auch eine schöne Farbigkeit für einen Schlagschatten. Ja, diese kühlen Sachen, die kann man, also ein kühles Blau kann man schön mit einem heißen Orange sozusagen neutralisieren. Ich mache erstmal nur bis hier. Dann kommt das Rot. Hier ein bisschen den Tropfen steuern, dass nicht zu viel Tropfen liegt. Und verblenden. Und so schön mit dem Pinselbauch verblenden in die Wange hinein, dass es im Nichts endet. Dann noch den kleinen Akzent in die Mitte. Das muss jetzt ganz mit cremiger Farbe gemalt werden. Ja, aber nehmen wir so, oder? Kannst noch ein bisschen, ist ein bisschen zu hochgerutscht, dein Akzent. Ja. Der muss ja zwischen Rot und... Aber kann man auch, wenn es trocken ist, reinsetzen noch und dann verblenden. Ja? Also muss jetzt gar nicht unbedingt sein. Okay, dann machen wir die auf der anderen Seite auch noch, weil wir jetzt gerade so schön in Schwung sind.
Gut, und dann gibt es hier noch eine Verbindung zwischen der Falte hier und dem Mund da. Da würde ich es nicht ganz hell lassen. Genau, das habe ich jetzt eben bei mir auch noch eingetragen, weil ich hatte es nicht so richtig gemacht vorhin. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Das Rot schon mal besser als hier. Das Genau, ist irgendwie ziemlich da ist schon gut. ganz gut gelungen. Und man kann eben noch viel mehr Rot auftragen, großflächiger. Also ich gucke dann immer auf mein Foto, weil hier sehen wir schon eine ziemlich große, wenn du diesen Bereich vergleichst mit diesem da oben, ja, dann haben wir schon eine Menge, was wir da machen Kann können. hier auch noch ein bisschen was rein vom Rot? Würde ich auf alle Fälle machen, aber erst, wenn es richtig getrocknet ist. Ich werde bei mir dann auch noch hier diesen Bereich ein bisschen rötlicher malen. Ja, also wir werden noch ganz viel rummodellieren in dem Gesicht. Deswegen habe ich ja gesagt, heute dauert es bestimmt lange. Aber als nächstes würde ich mich mit der nächsten noch großen Schattenform beschäftigen. Das ist, oder was heißt groß, aber mit deutlichen Schlagschatten, das ist das Ohr. Und dann haben wir noch hier den Hals zu malen mit seinen Falten und dann können wir uns um diese ganz kleinen Falten kümmern. Da fangen wir wieder an mit dem Schlagschatten unter der, aus der Tube, unter dem, wie nennt man denn das hier oben? Naja, ihr wisst, was ich meine. Hier ist der größte, dunkelste Schatten im ganzen Gesicht, oft. Denn da haben wir mal eine Kante. Haben wir doch alles gelernt, Bela, als wir das Ohr hatten. Ja. Da hat er ein schönes Y, eine Helix hier. Haben wir alles gehabt, als wir das Ohr gemacht haben? Oh, das ist die Helix hier und das war die Antihelix. Mein Kameramann passt auf. Und auch hier haben wir kleine, sieht man auf dem Referenzfoto wirklich super, super gut, eine kleine rote Verbindung hin zum knorpeligen Teil. Da müssen wir wieder mit dem Wasser dran gehen. Dann haben wir unten die Dicke des Ohrläppchens. Mache ich mit einem roten Akzent, den ich verblende. Das ist schon ein tolles Ohr geworden, muss nicht mehr groß fummeln. Ich finde halt immer dieses dicke Ohrläppchen, weißt du, dass man da noch mal, erinnerst du dich, hast du es schon gemacht? Ich mache immer mit Rot und dann noch mal mit diesem Blau drunter hier, guck mal, den kleinen blauen Akzent. Und mit dem Rot mache ich, das verblende ich dann wieder, kannst du gleich das noch mal üben. Jetzt würde ich die Haare ein bisschen andeuten, damit wir einfach so das Gefühl haben, er ist jetzt nicht mehr ganz so kahlköpfig. Wir versuchen das mal mit Kobaltblau und ein bisschen Alizarin. Da können wir uns ja so ein ganz blasses Violett mischen. Also es soll eigentlich sowas Lavendeliges sein. Ja? So sehe ich das hier auf dem Foto. Es sind weiße Haare, aber wenn wir hier mal schauen, hier sind sie weiß, weil da wirklich Licht drauf scheint. Aber hier ist es schon grau und hier am Kopf selber würde ich es auch ein bisschen anlösen. Also da können wir es hier auf alle Fälle ein bisschen grau machen an der Seite. Und Richtung Kopf ist es dann wieder dunkler. Ich würde noch ein bisschen dunkler, ich versuche hier gerade was dunkelgraues anzumischen. Das müsste ja gut gehen mit Alizarin, dem Kobaltblau und ein bisschen Orange müsste es ja neutral grau werden. Jawohl, es funktioniert. Und mit dem Grau noch in die nassen Haare hier noch mal so ein bisschen Haarstruktur rein. Reicht erstmal. Wenn wir das Gefühl haben, nachher, wir müssen da noch mehr machen, würde ich das auf nachher verschieben. Auf der anderen Seite sehen wir eine relativ starke Dunkelheit hier. Da habe ich sogar das Gefühl, die Gesichtshaut reflektiert ein bisschen in die Haarfarbe hinein. Wir haben ein weißes Band sozusagen hier und da hinten wird es schon wieder ein bisschen dunkler. Am rechten Rand dieser Strähne oder der Haare, die da zu sehen sind. Können wir hier direkt dran setzen, ne, da wo es am dunkelsten ist. Und dann löst es sich ein bisschen an. Da können wir ein bisschen mithelfen. Und dann soll es ja hell sein, relativ hell im mittleren Bereich und zum Ende hin dann wieder ein bisschen dunkler. Ein paar Strähnen ruhig mal rausziehen. Ist ja nicht wirklich viel zu sehen, aber unser Thema waren jetzt ja auch nicht Haare. Jetzt kommen wir endlich zu den Falten. Jetzt sehe ich gerade hier, dass wir hier auch einen kleinen Schatten eintragen können, ne? Da wo die Stirn sich ein bisschen wegdreht. Rötlich-braun hier einmal ran. Guck, so, ja. Kann man das vielleicht noch ein bisschen anlösen und dann wieder verblenden und dann zeigen wir schon ganz schön, dass die Stirn sich hier auch wegrundet. Gut, jetzt wollen wir mal so ein paar kleinere Falten eintragen, ja, und da gucken wir jetzt einfach genau aufs Foto. Wo ist die Falte dunkel, wo wird sie dünner, wo wird sie dicker und wie, vor allen Dingen ist auch wichtig, wie ist die Form. Denn die Falte beschreibt ja, also die läuft ja auf der Oberfläche des Schädels lang und beschreibt natürlich die Form. Also sie geht hier ein bisschen runter, ne, da müssen wir einfach genau gucken. Hier auch bei da geht sie hier
schlängelt sich in einer S-Form und hier geht sie stark nach unten, weil einfach das sich zur Seite, genau, die Wölbung des Kopfes. Also da jetzt ein paar Falten eintragen und mein Tipp ist mit einem hellen Tonwert beginnen. Mischung ist relativ viel Rot, ganz wenig Blau und dann eventuell in die Mitte ein bisschen dunklere Farbe reintropfen lassen. Und den Pinsel schön auf die Pinselspitze. Ganz heller Tonwert. Und dann löse ich die zu der einen Seite einfach schon mal so ein bisschen an. Ja, wichtig ist, dass es eben ganz unterschiedliche Formen mit unterschiedlich angelösten Bereichen gibt. Es geht ja gar nicht darum, alles jetzt genau fotorealistisch einzutragen, sondern es geht darum, das Thema so zu interpretieren, dass es lesbar wird. Immer schön, also ich mache manchmal noch eine Verbindung mit Rot, also ganz zart natürlich. Ja. Und das wird dann angelöst, immer da in diesen Schatten, in den schattigen Bereich hinein. Wir müssen uns immer klar machen, dass wir eine Erhebung und ein tiefes Tal darstellen wollen. Okay, das können wir gleich noch ein bisschen weitermachen. Erstmal haben wir es ja schon so ganz gut angelegt. Wollen wir uns jetzt noch mal hier um diesen Halsbereich kümmern, weil hier haben wir auch noch große Dunkelheiten drin. Also mit einer warm dominierten Schattenton malen wir jetzt hier den Eigenschatten des Kinns. Und dieser Übergang vom Kinn zum Hals, der ist auch oft schwierig, weil da oft eine viel zu harte Kante gemalt wird. Wieder schön, können wir noch mal das Verblenden üben hier. So, hier machen wir es auch so, dass wir ein bisschen rot zeigen, verblenden. Und dann, solange wie das noch nass ist, da müssen wir eine helle Form behalten hier. Und da kommt gleich noch ein Schlagschatten hin. Wie das noch nass ist, setzen wir dann die dunkelblau dominierte Schattenfarbe. Ja, es ist ein bisschen, aber wir machen gleich noch so ein blaues Hemd. Hier haben wir halt ein bisschen eine andere Form. Ne? Da bist du jetzt sehr, das würde ich noch mal ein bisschen korrigieren, aber kannst nachher auch einfach mit dem Hemd. Genau, und dann den Übergang halt mit diesen kleinen Falten jetzt noch versuchen reinzubringen. Und auch am Kinn können wir hier noch eine Dunkelheit setzen. Guck mal, hier gibt es so eine kleine Dunkelheit, die wir dann noch ein bisschen anlösen können. Ja, es gibt noch so ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, um so ein Gesicht dann wirklich mit jeder Falte auszuformulieren, müsste man jetzt doch 3 bis 4 Stunden rechnen für so ein Porträt. So viel Zeit nehmen wir uns jetzt nicht. Wir werden jetzt gleich noch die Augen zeigen, wie man die noch ein bisschen ausgestalten kann und dann das so lassen, wie es ist. Also ich setze jetzt hier noch eine Dunkelheit, um das Kinn noch ein bisschen zu modellieren. Ja, blau ist doch jetzt schön zu dem warmen Gesicht, dass man noch mal ein bisschen was Kühles hier drin hat. Dunklere. Die Augen haben wir ja noch nicht. Und da würde ich arbeiten einerseits mit dem Auswaschpinsel, denn wir haben bestimmte Bereiche hier, die einfach ein bisschen heller hervorblitzen. Die sind jetzt bei uns ja innerhalb der Schattenform mit drin. Also zum Beispiel hier auf dem Oberlid würde ich vorsichtig ein bisschen auswaschen. Das ist auch schön, wenn man das hinkriegt, in dem Moment, wo die Farbe noch ein bisschen nass ist. Aber das haben wir nicht gemacht. Und da hilft mir das immer ganz gut, Bela, unser altbewährter Trick, wenn wir es umdrehen. Dann sehen wir auf einmal ganz deutlich, dass es hier eine große Helligkeit gibt und auch hier auf dem Oberlid. Und da sehe ich eben, dass ich hier was rauswaschen muss und dann auch noch das Auge selber dunkler machen muss. Und dann setze ich mit dem Rotmalerpinsel die Dunkelheiten, die jetzt hier noch zu sehen sind, die Pupille und eventuell noch andere kleine Bereiche,
Betonungen setze ich jetzt noch rein. Und dann schön anlösen, weil das ist alles nur zu erahnen. Ne? Man sieht es wirklich nicht ganz genau. Wir mischen uns unser Schwarz oder unser dunklen Farbton selbst mit Kobaltblau, Alizarin, Karmesin und ein bisschen Orange. Genau. Und dann wird es nämlich ein schönes, variables, dunkles Grau, fast bis schwarz. Okay, also wir sind jetzt nochmal mutig und legen nochmal eine rötliche Lasur über den seitlichen Bereich hier. Wird schon. Jetzt einfach zack. Ja, genau. Schön mutig bleiben mit Wasser, schön mit Wasser den gesamten linken Bereich anmalen und dann mit Wasser verblenden. Denn es ist ja so, dass hier die Seitenebene beginnt des Gesichts und die ist zur Seite weggeneigt und deswegen etwas dunkler. So, und was wir nur schaffen müssen, ist dieser schöne, weiche Übergang hier zum Restlichen. Ja, guck mal, es wird doch besser. Schon viel besser. Schön weich verblenden. Und auch hier nochmal auf der anderen Seite der Stirn kann man auch nochmal ein bisschen rot dran tun. Ich arbeite jetzt diesen dunklen Bereich am Mund nochmal nach. Und hier ist ganz wichtig, jetzt auch kein Schwarz zu verwenden, obwohl das jetzt verlockend ist, weil das auf dem Foto sehr dunkel aussieht. Ich habe mir also diesen dunklen Farbton selbst gemischt und das Rot dominiert. Es ist Rot drin, Blau mit drin und auch ein bisschen Orange. Ich finde, wir haben das schon ganz gut jetzt heute hingekriegt. Wir könnten noch mit Titanweiß aus der Tube ein paar weiße Haare da drauf machen, aber eigentlich brauchen wir es auch nicht, oder? Die Haare sind eigentlich auch so schon ganz schön. Ja. Wir haben jetzt 1,5 Stunden ungefähr an diesen beiden Porträts gearbeitet, also jeder an seinem 1,5 Stunden. Und man könnte jetzt sicherlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich würde aber in diesem Stadium immer Schluss machen. 1,5 Stunden konzentriertes Arbeiten reicht sowieso, dann kann man irgendwann nicht mehr. Bei uns gibt es jetzt gleich Abendessen. Und am nächsten Tag, also ich würde es mir dann hinstellen und am nächsten Tag eventuell noch mal Dinge nacharbeiten. Man kann noch einiges herauswaschen mit dem Auswaschpinsel, man kann noch Falten einfügen, falls noch zu wenig sind. Aber das rüttelt sich meistens dann am nächsten Tag schon zurecht und es sieht dann doch schon fertig aus. Also man sollte auch hier versuchen, das Porträt nicht zu überarbeiten. Ja, das wäre so mein Tipp, denn es soll immer noch dieses Frische und Lockere des Aquarells ja auch behalten. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Bela, freust dich schon auf deine Falten? Auf deine eigenen später. Dauert dann noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Also ich finde, wenn man es so gut malen kann, sind Falten dann eigentlich auch irgendwann gar nicht mehr schlimm. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich will noch einen Film will ich auf alle Fälle noch machen, wahrscheinlich 2 Filme. Der nächste Film in der Reihe Porträt, da wird es gehen um Babys, um kleine Kinder, die Proportionen im Gesicht des kleinen Kindes und die Besonderheit des Hauttons, worauf man da vielleicht noch achten muss, wenn man ein kleines Kind oder ein Baby malen möchte. Und der letzte Film soll dann um Ähnlichkeit gehen, um die Ähnlichkeit im Porträt. Welche Tricks gibt es? Wie kann man vielleicht eine Transfermethode nutzen, um die Ähnlichkeit wirklich gut hinzubekommen? Oder aber es gibt so ein paar alte Methoden von den alten Meistern. Darüber sprechen wir dann im letzten Film der Reihe. Okay? Und dann haben wir noch den Livestream für alle ab 10 € Unterstützerpaket. Bela hat mir versprochen, ich glaube im März oder im April. Ich glaube im April. Hiermit zu sein, bei einem Live-Malabend mit mir zusammen zu malen und dann auch eure Fragen alle live im Chat zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.